In diesem Video reisen wir von Osch nach Bischkek. Und wie die Reise danach weitergeht, seht ihr in dieser Folge. Ein Tipp geben wir jetzt schon. Der Temperaturunterschied wird 40 Grad sein. Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Wir haben die Grenze von Usbekistan nach Kirgisistan ohne Probleme überquert. Kirgisistan gehört zu der russischen Zollunion. Und in dieser Zollunion darf unser Fahrzeug ein Jahr bleiben. Und das Wichtigste ist, in Kirgisistan sich zuerst ein Kalpak zu kaufen. Das ist ein traditioneller kirgisischer Hut. Neujahr ist erst ein paar Tage her und wir bewundern die Dekoration in der Stadt Osch. Guten Morgen aus dem schön verschneiten Kirgisistan. Okay, weiter stimmt. Hier sind wir an einer Ausgrabungsstätte, die besagt, dass Osch ca. 3000 Jahre alt sein sollte. Aber es ist nicht mehr viel übrig, weil als Genghis Khan hier vorbeizog, hat der Osch wie alle anderen Städte auch Bad gemacht. Aşık adamlar birbirini söyüp Savunuşmayıp Der erste Gipfel seit langem. Başındaykenin kayda Çıday albay çarçaymın кейде мұндайға Жүрегімді мен, ömrümді мен Сүйем деп тұрып Арнағам саған Wir machen uns auf den Weg Richtung Bischkek. Der Weg geht wunderschön am Fluss Narin entlang. Die Landschaft bei dem Toktogul-Stausee ist malerisch. Als der Staudamm 1974 gebaut wurde, mussten die Bewohner von 26 Dörfern umziehen. Die Fahrt geht weiter den Pass hoch. 3100 Meter, wir haben es geschafft. Der höchste Pass auf unserer Reise bis jetzt. Der Ausblick auf der Susamir-Hochebene überwältigt uns mit ihrer verschneiten Landschaft. Bei Abendstimmung fahren wir die Passstraße runter nach Bischkek. Wir kommen in Bischkek an und werden von einem Feuerwerk begrüßt. In der Nähe von Bischkek hat es ein paar Skigebiete und die möchten wir jetzt erkunden gehen. Wir sind auf dem Weg wieder mal Snowboarden und dieses Mal in Kirgisistan. Es sollte einen Lift haben, aber was für eine! Ui, ui, wir laufen mal über den Bach. Erster Eindruck. Patrick.
Ja, dann kann ich wenig enttäuscht. Was? Fast ein bisschen zu wenig Schnee. Wir entscheiden uns heute, unsere Splitboard zu benutzen. Es hat nicht so viel Schnee, aber das kann unsere Laune nicht mindern und wir genießen es einfach zu snowboarden. Abenteuer beginnt. Heute wagen wir uns auf den Sessellift. Hast du deine Kette schon gemacht? Nein, hättest du da? Ja. Vielleicht kannst du noch... So. Wie war es wohl früher in der Schweiz? Nehmen wir mal an, es war auch so. Eine Kette zum Sichern. Wie wohl fühlen wir uns? Perfekt. Schon? Jetzt kommt der Abgrund. Yeah! Wie mal wieder? Wo sind die Snowboards? Keine Halterung für Snowboard. Auf unserem Luxussessellift. Es sollte eigentlich nur eine Holzlatte sein, wo wir drauf sitzen können. Und jetzt ist das schon ein richtiger Sitz. Wenig schade. Zu viel Luxus für dich. Ja. Ja. Yeah, wir sind auf der Skipiste. Irgendwo im Gagos. Viel Schnee hat es heute auch nicht. Aber zum Glück auch keine Steine. Und, was sagst du zum Tageserlebnis? Es dürfte mehr Schnee haben, aber der Schnee, der es hat, ist geil. Gegen Eisglätte wird in Kirgisistan kein Salz auf die Straße gestreut, sondern Kohle und Kies. Unsere letzte Splitboard-Tour in Kirgisistan. Wir genießen die Aussicht, die Berglandschaft, den Schnee und die letzte Abfahrt. Mit unseren Gedanken sind wir aber schon auf dem Weg in die Wärme. Sүйгеніңе басыңды иемін дедің, күйемін деп отын асық сезімдің, қайда кеттің күйдіріп керім менің.
Сүйгенің қайда, сүйгеніңе басыңды игенің қайда. Шыдай алмай шаршаймын кейде мындайға. Жүрегімменен, гүл күлімдеп тұрып. Сүйгенің қайда. Unser letzter Morgen in Kirgisistan. Zuerst müssen wir aber noch unser richtig dreckigen Saurer waschen. Er hat es so richtig nötig. Wir haben ihn schon seit 2 Monaten, 3, nicht mehr gewaschen und die Straßen sind einfach nur dreckig und durch den Schnee wird alles noch viel schlimmer. Ja, hoffen wir das Beste. Im Moment ist leider aber gerade unser Waschplatz geschlossen und da alles vereist ist, bringt er die Tore nicht auf. мына мен Кыргызстанда ушундай туристтердин Швециядан келгендердин машинасын жууса деп жетирип атабыз да. Er hat irgendetwas auf die Kamera geschnurrt. Also, wir sind da auf unserer letzten Fahrt. Der Bart frisch geschnitten, jetzt bin ich bereit für die Wärme. Wir machen uns auf den Weg zu unserem Parkplatz für unseren Saurer. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir fahren nicht in die Wärme, sondern wir fliegen. Wir parkieren den Saurer und machen ihn bereit für eine lange Standzeit. Licht hat es schon keines mehr. Der Strom ist ausgeschaltet. Und wir verabschieden uns von unserem Saurer, unserem Zuhause, von den letzten 7 Monaten. Ja, irgendwann einmal geht alles zu Ende. Aber wir kommen ja wieder! Danach nehmen wir das Taxi, welches etwa 1 Stunde bis zum Flughafen braucht. Und am Flughafen frage ich dann Rebecca, hast du die Pässe überhaupt eingepackt? Und die Suche beginnt. Kann es tatsächlich sein, dass wir die Reisepässe vergessen haben? Sind wir wirklich so doof? Wir sind uns so extrem daran gewöhnt, einfach mit dem ganzen Haushalt über die Grenze zu fahren, dass wir tatsächlich diese Reisepässe einfach im Saurer vergessen haben. Danach nahm Rebecca das Taxi und fuhr 2 Stunden in die Stadt und wieder zurück, um die Reisepässe im Saurer abzuholen. Hoffentlich haben wir jetzt alles. Wir machen eine Reisepause von 3 Monaten und fliegen in die Karibik. Ja, wieso in die Karibik? Ich hatte da letztes Jahr schon einen Monat gearbeitet in einem Hotel und hatte da das Frühstücksbuffet, das Desserts, die Brote optimiert und zu einem Job mit Meeraussicht kann man ja schlecht Nein sagen. Dieses Mal fliege auch ich mit in die Karibik und mache 2 Wochen Urlaub für einen Freundschaftspreis. Wahrscheinlich werden wir auch über die Karibik ein Video schneiden. Wer es interessiert, schreibt es unten in die Kommentare. Nach 2 Wochen Ferien muss dann auch ich wieder zurück in die Schweiz und kann bei meinem vorherigen Arbeitgeber als Lastwagenchauffeur weiterarbeiten. Nach 1,5 Monaten geht es auch für mich zurück in die Schweiz und arbeite in einer Bäckerei. Anfangs April wollten wir zurück nach Kirgisistan, aber es passiert etwas, womit wir nie gerechnet hatten. Durch den Lockdown von Covid-19 können wir nicht mehr ausreisen. Wir konnten gleich noch am letzten Abend vor dem Lockdown unseren Reisevortrag durchführen und danach gab es keine Flüge mehr, die Grenzen waren geschlossen und für uns kein Zurückkommen nach Kirgisistan. Ich konnte glücklicherweise bei meinem Arbeitgeber weiterarbeiten und somit ein klein wenig Geld verdienen. Seit dem 1. September sind wir zurück in Kirgisistan. Im ersten Teil der Reise sind wir sehr schnell unterwegs gewesen und sind in 7,5 Monate durch 17 verschiedene Länder gereist. Und im zweiten Teil unserer Reise sind wir in 7 Monate durch das ein und selbe Land gereist, Kirgisistan. Dadurch konnten wir die Kultur, die Leute und die Landschaften viel intensiver entdecken. Und nein, es ist uns noch lang nicht langweilig. Das Land ist 36 Mal größer wie die Schweiz und es hat jetzt noch Ecken, die wir noch nicht gesehen haben.
beide nicht weiter. Aber was merkt man das? Der Penner irgendwas für... ich musste weiter. Das heisst, Kirgisistan sei die Schweiz von Zentralasien. Es heisst, Kirgisistan sei die Schweiz von Zentralasien. Ob das wirklich so ist oder wie es genau ist, seht ihr in unseren nächsten Videos. Denn wir haben auch weiterhin vor, unsere Reise mit euch auf YouTube zu teilen. Voraussichtlich wird es ab jetzt nur noch alle 2 Wochen ein Video geben, damit wir richtig Zeit haben, auch den Frühling und den Sommer in Kirgisistan richtig zu genießen. Wir freuen uns, dass du das Video bis hierhin geschaut hast und freuen uns auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Falls du noch Fragen zu uns oder unserer Reise hast, schreib es gerne unten in die Kommentare. Bis bald. Tschüss.